Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist euer Tastenhauer zurück bei Jonathan Reed, unserem Doktor, der zum Vampir geworden ist, offenbar. Und er wird sich jetzt hier nochmal kurz bei der Leiche dieses Wesens umschauen, eine Blutprobe dort von William Bishops Leiche nehmen, der bezeichnet wurde als Skull von einer anderen mysteriösen Vampirin, die uns ja im Prinzip hier wahrscheinlich das Leben gerettet hat oder das Unleben, wenn man so will. Dr. Swansea möchte uns zum Krankenhaus mitnehmen, zusammen mit dem verletzten Mann, den wir hier gefunden haben. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ja, das ist dieser heruntergekommene Seemann, von dem die Rede war. Wir gucken uns noch mal ein bisschen genauer um hier. So ein paar Crafting-Gegenstände sind bestimmt nicht verkehrt. Aber auch schön, dass der hier sich hier so häuslich eingerichtet hat. Sieht ja wirklich sehr, tja, wie soll man sagen, widerlich aus. Aber kann ich nicht nach oben? Offensichtlich nicht. Hätte ich ja ganz interessant gefunden, aber offensichtlich kann ich mich nicht hier hoch teleportieren. Alles ist abgeschlossen, mehr gibt es hier nicht, offensichtlich. Na gut, dann ist es Zeit aufzubrechen mit Dr. Swansea. Die Sache läuft aus dem Ruder. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that Skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider.
The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Der ist ja, also wie der so klar bei Verstand bleiben kann, ist mir ein absolutes Rätsel, der Swansea. Also dem eröffnet eine Krankenschwester aus dem Krankenhaus, dass mal eben eine Schwester gekündigt hat. Und wir kriegen ja immer wieder mitgeteilt schon, dass die hier extrem unterbesetzt sind. Und der tut einfach so, als wenn das nix wäre. Das finde ich ja echt interessant. Finde ich erstaunlich. Naja. So, wir sollen das Hospital betreten. Er kümmert sich jetzt mit der Schwester hier um... We'll have a word in my office later, Jonathan. Okay, wir treffen uns später mit ihm. Na? Was sind das denn für welche? Autsch! Der bringt jemanden um. Warum tun wir nichts? Each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Ich werde sie töten, ich lasse sie verbluten, seien sie höflicher. Ja, wir werden mal versuchen, ihm zu helfen, oder? Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Die Blutqualität deutet an, wie viele EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität ist, desto mehr EP erhältst du. Boah, ist das fies. Clay Cox. Wir können jetzt hier Details... Ach nee, die können wir uns nicht anschauen. Mesmerisieren. Um das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in den Bann ziehen.
um sie so an eine Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Oh Gott, wie ist das grausam. Deine Bandstufe muss genauso hoch sein wie oder höher als der Widerstand des Bürgers. Er hat, glaube ich, Stufe 1. Drücke Q, um Clay in deinen Band zu ziehen. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Und wenn ich das nicht will, dann lässt mich das Spiel jetzt bestimmt nicht, oder? Ich würde ihn eigentlich gerne zum Doktor bringen. Ich meine, andererseits, der hat einen auf dem Gewissen, ne? Wir können den doch nicht einfach davonkommen lassen. Also wenn es jemand verdient hat, dann offenbar diese Figur hier. Andererseits auch irgendwie interessant, da schwingt man sich schon wieder als zum Richter über Leben und Tod auf. Ich meine, gut, das tun wir im Spiel halt laufend, aber das ist schon interessant. Verlockung des Blutes. Drücke linke Maustaste und wähle, ob du Clay Cox entweder aussaugen oder loslassen möchtest. Wenn du ihn aussaugst, wird er dir eine große Menge Erfahrungspunkte gewähren, jedoch hat das Konsequenzen. Sei dir dessen bewusst. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. Ja, aber bekommen wir jetzt auch beim Loslassen Erfahrungspunkte oder nur beim Aussaugen? Das ist mir immer noch nicht ganz klar. Aber ich glaube, er hat's verdient. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Wer hat das gesagt? Dieser Bezirk wird bald durch die Konsequenzen deiner Handlungen leiden. Ups. Naja, andererseits ein glorifizierter Mörder hier, der das Zeitliche segnet. Ich weiß ja nicht, ob ich da so große Skrupel haben sollte. Schauen wir mal. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Hier ist das Krankenhaus. Hier sind einige Notzelte offenbar sogar schon errichtet, wo Leute in Betten liegen. Oh Gott. Come on, I don't have all night. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Ja, das gibt uns so ein bisschen so einen Hinweis darauf, dass natürlich jetzt hier im Rahmen des Ersten Weltkrieges auch auf Bereichen der Medizin die wirkliche Durchbrüche und Fortschritte gemacht wurden, aufgrund der Tatsache, dass eben so viel geforscht werden konnte durch die ganzen Kriegshandlungen logischerweise. Interessant bei Bluttransfusionen hier. Wir sprechen mal ein bisschen mit ihr. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Ja, das ist keine leichte Situation, das haben wir schon mitbekommen. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Oh, wir haben Hinweise über Dr. Corcoran Tippett dadurch herausgefunden, der sich offenbar bis an die Grenzen treibt in seiner Arbeit. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Okay, da möchte sie nichts weiter zu sagen. Okay. Hatten wir das nicht schon? Ja, das ist irgendwie immer noch hell markiert, obwohl wir persönliche Fragen, aber da brauchen wir Hinweise. Okay. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Gut, also hier können wir wirklich einiges auch über die Dialoge erfahren, offenbar. Okay. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I die ist aber apologize, streng. nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Okay, wir haben natürlich einige Fragen, ja klar. I would like to ask a few questions first. Tja, genau, wer ist denn Dr. Swansea überhaupt? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Offensichtlich nicht. Ja, offensichtlich kennt er mich besser als ich ihn. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Oha, höre ich da latente Kritik raus? Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Ja, das klingt ja gar nicht mal verkehrt. Mitgefühl kann man sicherlich gebrauchen. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Okay, ich hoffe, ich kann mir das merken. Thank you, Nurse Crane. Okay. Wir sollen also jetzt unser Büro aufsuchen. Aber ich denke, wir werden uns schon mal ein bisschen mit den Leuten hier unterhalten, die wir finden. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Mit
Mit ihm könnten wir handeln, aber wir werden ihn erstmal ein bisschen befragen. Über seinen Beruf. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Okay. Neue Untersuchung. Mitternacht im Garten von Gut und Böse. Okay. Es ist ja wirklich extrem unverantwortlich, was er da macht. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ja gut, das können wir uns vorstellen. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Ja gut. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Weiß nicht, ob ich das so toll finden soll, was der da macht. Wir haben auch keine Hinweise über ihn bisher. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Und das Logische, was wir machen, wir kaufen bei ihm erstmal ein. Wir kritisieren, was er tut und kaufen dann ein. Ich denke, das müssen wir aber nicht tun. Clays Beil können wir verkaufen. Das ist das Beil, was der Typ dabei hatte, den wir da eben ausgesaugt haben. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Das verkaufen wir mal. Ja, und ansonsten den Rest, den können wir ja eigentlich erstmal behalten hier. Das kann man irgendwie noch zerlegen, das Ganze. Das will ich also erstmal... Oh, der Ehering gehörte Clay Cox. Okay. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Wir reden auch noch mal mit der Schwester hier drüben. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ach, das ist Nurse Brannigan nochmal. Ja, mit der hatten wir doch schon gesprochen. Call me if you need assistance. War die eben nicht in dem Zelt draußen vor dem Tor? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hätte schwören können, dass wir die da hinten angesprochen haben. Aber offenbar, ja genau, die läuft hier auch rum, ne? Gut. Dann gehen wir mal ins Krankenhaus rein. Hier drüben ist noch ein Plakat. Stadt Sie... Also ihre Stadt oder so, ihre Stadt benötigt euch vielleicht. Leben, das durch effiziente medizinische Hilfe gerettet wird, ist ein Stich ins der Epidemie. Freiwillige machen den Unterschied. Na denn. Huch, wer bist denn du? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Tja, und Vampir. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Überall dasselbe. Ich hatte keine große Wahl, ne? I can't say I'm thrilled to be working here. But to be honest, I didn't have much of a choice. Don't be misled by appearances, Dr. Reed.
This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Wir können ihn mal direkt darauf ansprechen, was wir wissen. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Müssen nichts beweisen, sie verhalten sich verantwortungslos oder Schwester Gwyneth macht sich Sorgen. Sollen wir das offenlegen, dass wir das von ihr wissen? Ich versuch's mal auf so eine mitfühlende Art und Weise. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. Das hat niemand gesagt. By the way. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Okay. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Okay, das klingt allerdings auch ein bisschen sexistisch irgendwie. Aber offenbar, ist sie wirklich eingeschränkt auf ihre Rolle als Schwester natürlich. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Ist auch lustig, Burden of Command ist der Titel eines Videospiels, eines ganz kleinen Entwicklerteams, das sich noch in Entwicklung befindet. Gibt noch kein Release-Datum dafür, aber nur ein Spiel, das einen ganz alternativen Ansatz für ein militärisches, taktisches Strategiespiel hat. So viel nur dazu. Ja, ansonsten können wir erstmal nichts mit ihm besprechen. Goodbye, Dr. Tippett. Aber wir haben etwas über die andere Schwester erfahren. Und das will ich jetzt nochmal ansprechen. Na, hier ist sie jetzt nicht. Sie scheint irgendwie immer wieder den Ort zu wechseln, wo sie sich gerade rumtreibt. Stop following me? Was? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ja, sprechen wir es mal an. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Also ganz sicher ist sie sich da aber nicht. Goodbye, Nurse. Okay. Call me if you need assistance. Interessant. Gut, dann würde ich sagen, wir werden aber jetzt auch nicht den Garten im Hinterhof betreten, oder? Ich glaube, wir werden erstmal Dr. Swansea is right. empfangen. This place seems perfect to conduct my research. Guck mal, hier sind auch Patienten, weitere Schwestern. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit, verhindern Sie Ansteckungen. Unbedachtes Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreitet sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Na, könnt ihr mal sehen, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Sollen wir jetzt hier alle ansprechen? Nein, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Büro. Wir können uns hier bestimmt noch anderweitig umschauen. Ich glaube, 2. Stock dann irgendwie links oder so. Oder linke Treppe, 2. Stock. Ich gucke mal, ob ich das direkt finde hier.
Ich werde mich hier sonst erstmal nicht umschauen. Nee, hier geht's nicht raus. Müssen wir die andere Treppe hoch? Oder habe ich mich jetzt schon verirrt? Das kann natürlich sein. Hier geht's auch nicht durch. Das sind irgendwie Treppen ins Nichts. Dann Dr. Swansea ist hier. Das ist sein Büro. Da müssen wir jetzt aber auch noch nicht rein. Ich glaube, am Ende des Ganges wurde irgendwie gesagt, ist unsere Tür. Ich vermute fast... Ist das hier? Dr. Reed, tatsächlich, das ist unsere Tür hier. Mit eigenem Namensschild. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Ja, liebe Leute, ich glaube, wir haben uns ein Päuschen tatsächlich verdient. Und sehen uns entsprechend beim nächsten Mal wieder mit einem kleinen Cliffhanger. Bis dahin macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.